Vor wenigen Wochen habe ich eine Laseranlage im Internet gesehen. Die kann angeblich viel mehr als alles, was es vorher gab, ist dabei aber viel, viel günstiger. Das hat mich so beeindruckt und ich habe einen jungen Mann ausfindig gemacht, der betreibt so eine Anlage und den gehen wir heute besuchen. Und ich kann euch versprechen, das wird Technik vom Allerfeinsten. So, ich bin hier heute in einem wunderschönen, kleinen, idyllischen Ort in Baden-Württemberg und hier gibt es eine völlig unscheinbare kleine Garage und in dieser Garage verbirgt sich Lasertechnik vom Allerfeinsten. Ich bin heute bei dem Marcel und wir haben die letzten 5 Stunden ein Muster nach dem anderen abgearbeitet und das ist wirklich Wahnsinn, was Marcel seine Anlage alles so leistet. Marcel, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Was hast du hier für eine wunderschöne Anlage? Ja, vielen Dank. Wir haben hier einen Gweike M3 Ultra, der sowohl Faserlaser als auch CO2-Laser beinhaltet. Mit dem können wir Holz, Acryl und natürlich Metallschneide, Schweiße, Entroste, eigentlich alles. Und alles hört sich immer völlig übertrieben an, aber wenn man sieht, was diese Anlage möglich macht und für was für einen Preis die Anlage das möglich macht, das hat mich so beeindruckt. Darum bin ich bei dem Wetter, es sind gerade 40 Grad draußen, 500 Kilometer durch Deutschland gefahren, um Marcel hier zu besuchen. Und wir gucken uns jetzt mal im Detail an, was diese Anlage alles kann. Also das heißt, wir haben hier im Prinzip eine ganz normale Laseranlage. Das ist ein Laserschweißgerät, ein Laserreinigungsgerät. Und das Gerät ist dann auch hier eine CNC-Anlage eingebunden. Und die sieht echt mächtig aus. Und wenn ich die normal irgendwo sehen würde, dann würde ich behaupten, von wegen sowas kostet irgendwo 40.000, 50.000 Euro. Aber was kostet sowas ungefähr? Wir sind wir bei 12.000 bis 13.000 Euro. Und die kleineren Varianten fangen bei 7.000 bis 8.000 Euro an, ne? Genau. Also das ist schon Wahnsinn. Und jetzt erwartet man eigentlich nicht, dass man hier Hightech vorfindet für den Preis, weil andere Anlagen viel, viel teurer sind. Ich muss aber sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wenn man sich das alles so anguckt. Das ist also mehr als interessant. Noch verrückter wird das Ganze, wenn man sich so die einzelnen Laserschweiß- und Reinigungsgeräte anguckt. Die fangen dann schon so bei um die 3.500 Euro an. Also es ist eine ganz andere Liga, als was andere Hersteller da verlangen. Marcel, ich würde mal sagen, wir gucken uns gleich mal an, was wir heute alles so Schönes gemacht haben. Also wir haben heute angefangen mit 4 mm Sperrholz, wo man auch schön zusammenstecken kann. Wir haben weitergemacht mit Acryl, haben graviert und geschnitten, also auch richtig schöne Schnittkante. Haben dann weitergemacht mit... Das heißt, den muss man ganz kurz einwenden, das heißt, ein normaler Fiberlaser, Phasenlaser, wie man das kennt, der kann im Prinzip Stahl, Edelstahl schneiden. Und ein CO2-Laser, der kann Holz, Acryl und so weiter schneiden. Und das ist hier eine Kombianlage, die kann beides. Genau, richtig. Das ist eine Kombianlage, die kann beides. Wir haben einen 130 Watt CO2-Laser und einen 1,2 kW Faserlaser. Und sind damit in der Lage, eigentlich alles zu machen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Das ist beeindruckend, ne? Das wird noch viel beeindruckender nachher, wenn ihr seht, was wir noch gemacht haben. Das heißt, ich fange hier an, erstmal kurz Holz zu schneiden. Das sind Passungen, hat er hier mal kurz zusammengesteckt. Das passt also auch hundertprozentig. Danach wird hier mal auf die schnelle Acryl geschnitten, auch graviert, haben wir Manfred Welding mal drauf geschnitten. Und wenn man dann dazu keine Lust mehr hat, dann fängt man ganz einfach an mit Stahl. Genau, wir haben aus Stahl, aus normalem Kohlenstoffstahl, hier eine Tafel geschnitten mit Name drin. Wir haben Edelstahl geschnitten, 3 mm. Und natürlich mit der Rotationsachse können wir auch Rohre schneiden. So, das hört sich jetzt alles so locker flockig an. Das ist immerhin 3 mm Stahl. Die Anlage könnte auch 5, 6, 7 mm, sogar noch mehr. 10 mm maximal schneiden. Das heißt, ich habe zu Hause so eine sogenannte DXF-Datei programmiert, bin hierher gekommen, habe mein Blech mitgebracht und dann hat Marcel mir das ganz einfach mal ausgeschnitten. Man kann sich das angucken, was für eine feine und saubere Kontur das ist. Das ist also wirklich Wahnsinn. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also was halt spannend ist, das ist nicht mehr irgendeine Hobbylösung. Hier kriegt man wirklich richtig große Formate drauf. Also nicht irgendwo 600 mal 900. Hier sind ganz andere Formate möglich. Genau. Wir haben hier die Möglichkeit, Kleinformattafeln oder auch Mittelformattafeln einzulegen und haben dann eine Bearbeitungsfläche von 92 mal 1,35. Also das ist kein Spielzeug mehr, da geht richtig was. Das heißt, Kleinformat ist 1000 mal 2000, Mittelformat ist 1250 mal 2500. Richtig. Die könnte ich dann hier theoretisch reinschieben, könnte die durchschieben und habe dann hinten immer meinen Bearbeitungsbereich, den ich nutzen kann. Richtig. Und ich habe nicht nur die eine Vorlage mitgebracht, das ist eine andere Vorlage für einen Grill.
Die haben wir dann auch noch mal auf die Schnelle geschnitten aus Edelstahl. Feinstes Chrom-Nickelstahl, sieht wirklich auch sehr gut aus. So ein minimaler Grad ist dran. Ich glaube, da könnte man es noch mal so minimal optimieren. Richtig. Müsste man immer noch mal mit den Einstellungen spielen. Aber ansonsten ist das schon eine bombastische Qualität, ne? Richtig, also da bin ich auch sehr beeindruckt davon. So, und Marcel hat es eben schon kurz angesprochen. Die Anlage hat auch die Möglichkeit, Rohre zu schneiden. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein 33,7 mm Rohr. Das ist hier dann eine Rotationsachse. Und da hat Marcel ganz einfach mal ein Rohr eingespannt, hat das programmiert und hat das dann hier ganz einfach gebrannt. Und wir sind immer noch so ein bisschen beide am Überlegen. Das ist ein chinesischer Hersteller. G-Weik oder G-Weik oder wie der ganz genau ausgesprochen wird. Also die Rotationsachse ist ein Zubehörteil, das man im Prinzip an die Y-Achse anschließt und damit hat man die Möglichkeit, Rohre zu schneiden. Das heißt, ich stöpsele das um und dann haben wir der Software ganz einfach gesagt, von wegen, du fährst jetzt nicht mehr vor und zurück, sondern du drehst dafür die Achse. So eine Rotationsachse ist sicherlich eine sehr, sehr spannende, einzigartige Sache. Ich wollte aber auch mal andere Sachen mit Marcel machen, die auch sehr interessant sind. So ein Lasergerät kann ja auch reinigen. Wir haben hier automatisiert CNC gesteuert gereinigt. Das heißt, wir haben den Rost entfernt, um hinterher eine glatte, cleane Oberfläche zu haben. Also übertrieben gesagt, ich kann ein paar Striche auf der Zeichnung machen, kann dann hier mein Bauteil einbringen. Ich habe hier eine Absaugung in der Anlage. Das heißt, man riecht nichts, man nimmt nichts wahr, man drückt ja einfach auf Wenn-Power. Und wenn die Anlage eingeschaltet ist, dann saugt die hier komplett den Arbeitsraum raus. Ich habe mit Dreck nichts zu tun. Das Ganze ist hier gekapselt, das heißt, ich kriege auch keine Strahlung ab. Und mein Bauteil wird entrostet. Und sowas ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Das haben wir hier an verschiedenen Punkten gemacht. Hatte Marcel auch noch nicht so in der Form gemacht. Ich habe ihn dazu genötigt, das einfach mit mir zusammen hier mal auszuprobieren. So, und ich bin hierher gekommen, um mir diese Laseranlage mal wirklich im Detail anzugucken und mir das alles mal von Marcel erklären zu lassen. Und was die Anlage natürlich auch kann, ist Schweißen. Und normales Laserschweißen ist heutzutage uninteressant, weil das machen irgendwie alle. Was die Anlage aber kann, ist automatisiert schweißen. Das heißt, man kann ganz normal damit Laser schweißen. Man kann hier den Brenner ausbauen, könnte damit mit der Hand schweißen. Es gibt auch eine Drahtvorschubeinheit, die steht hier an der Seite. Das sind alles so Standardsachen, das kann die Anlage problemlos. Was er aber auch kann, ist automatisiert schweißen. Wir haben hier auch mal mehrere Muster geschweißt. Auch das ist so, was sicherlich nicht irgendwo sonst üblich ist. Also im Prinzip legt man seine zwei Teile hier ein, richtet den Laser aus, stellt in die Software ein, wie weit möchte ich schweißen, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Laserstärke. Und dann kann ich komplett automatisiert die Teile verschweißen. Ich hätte auch die Möglichkeit, mir vorher Anschläge irgendwie anzubringen, um dann Kleinserie zu schweißen. Das Ergebnis sieht von oben natürlich sahnemäßig aus. Wir haben jetzt aber erstmal mit ein bisschen sehr wenig Leistung angefangen, haben hier noch keine richtige Wurzel. Aber mit der Anlage, die hat 1200 Watt, wäre es theoretisch möglich, dass man hier 3-4 mm auch durchschweißt. Wir haben es jetzt ganz einfach hier erste kleine Versuche gemacht. Und das ist halt auch nicht Marcel sein Tageswerk, dieses Schweißen hier von wegen. Du bist mehr so im Schneiden und diesen CNC-Sachen da unterwegs, ne? Genau, also eigentlich eher im Holzbereich. Das Metallsach fange ich gerade erst an. Ich finde auch im Prinzip die Geschichte da wirklich sehr interessant hinter. Das heißt, du hast dich mal für so eine Laseranlage interessiert, hast dich damit beschäftigt und bist dann auf den Hersteller gekommen und hast dir die Anlage dann selber angeschafft. Richtig, genau. Also ich habe mich umgeguckt, was es auf dem Markt gibt. Habe dann andere Anlagen gesehen, die aber deutlich teurer sind. Bin durch Zufall auf den Hersteller gestoßen und habe gedacht, wow, das ist eigentlich genau das, was ich schon immer geträumt habe. Ja, was mich dabei beeindruckt hat, die Anlagen sind nicht nur günstiger, die können auch mehr als andere. Das hat mich irgendwo so ein bisschen verwirrt und darum habe ich auch den Kontakt mit dir mal aufgenommen und habe gefragt, von wegen, ob ich mal hier vorbeikommen kann. Weil das ist theoretisch möglich, bei dir vorbeizukommen. Du bist mittlerweile von, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, G-Wake. Ich glaube, G-Wake ist eine gute Sache. Du bist mittlerweile Partner. Und das heißt, man kann dich hier in Art Showroom besuchen und kann sich die Anlage angucken, wenn man da wirklich berechtigtes Kaufinteresse hat. Genau, richtig. Also online gibt es die Möglichkeit, sich einen Termin zu buchen und dann kann man vorbeikommen. Sagt am besten vorher, was man ungefähr machen möchte, weil die Anlage so viele Möglichkeiten hat. Das kriegen wir in 1-2 Stunden gar nicht alles unter. Und dann kann man sich angucken, möchte man schweißen oder schneiden oder gravieren und dann kann man sich die Anlage im Detail angucken.
Ich schreibe das auf jeden Fall den Link in die Beschreibung und dann könnt ihr hier den Marcel ganz einfach mal besuchen. Aber das ist natürlich wirklich nur für Leute, die da Interesse haben in so einer Anlage. So Marcel, ich sage vielen Dank für die Einladung. Gerne Und es geschehen. hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht und vor allen Dingen war das unglaublich interessant. Und was mit so einer Anlage alles möglich ist, muss ich sagen, ist wirklich Wahnsinn. Ist wirklich Wahnsinn. Falls irgendwo Interesse ist an weiteren Videos dazu oder so, würde ich Marcel bei Gelegenheit noch mal besuchen. Also so eine Anlage bietet so viele Möglichkeiten. Das ist, also muss ich echt sagen, Wahnsinn. Das ist so der absolute Hammer. Marcel, vielen, vielen Dank. Das ist geil, ne? Also es hat sich so brutal entwickelt, ne? Gut, wenn es professionell heißt, ist das einfach nur Filter, ne? Ja.